Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Austauschvlog, jetzt mal wieder auf Deutsch. Falls ihr englische Untertitel haben wollt, könnt ihr die in den Einstellungen von dem Video anmachen und dann kriegt ihr die Untertitel angezeigt. Und ja, es ist Freitag, das Semester neigt sich dem Ende zu. Nächste Woche schreibe ich 3 Klausuren. Aber ehrlich gesagt bin ich im Moment eigentlich noch ziemlich ruhig. Nennen wir es einfach mal die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden ja sehen, wie ich mich nächste Woche fühle. Aber im Moment ist eigentlich alles ganz okay. Und ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ich noch keine Panik schiebe, aber hey. Also heute ist Freitag und es ist jetzt 20 vor 8 und der Plan ist, ich werde jetzt einmal kurz über meine E-Mails drüber gehen und um 9:30 Uhr habe ich einen Arzttermin. Und genau, danach gucken wir mal, was ich noch so geschafft bekomme. Und am Nachmittag habe ich noch eine Live Study with Me Session. Der Plan ist hauptsächlich erstmal ein bisschen noch Klausurenvorbereitung, aber auch Kurse wählen, denn das habe ich noch immer nicht fertig. Und das sollte ich jetzt echt einfach mal entscheiden. Denn ich muss bis Sonntag meine Kurswahl für das nächste Jahr in Cambridge abgeben. Und ich kann mich irgendwie noch nicht so richtig entscheiden. Also zuerst E-Mails und dann diese blöde Kurswahl endlich abhaken. Ich habe das Gefühl, ich habe mir einfach zu viel Zeit gelassen und jetzt ja, bin ich halt irgendwie so zwischen 2 Kursen, die ich ganz cool finde und ich weiß irgendwie nicht, was ich nehmen soll. Dazu kommen wir noch. Aber jetzt erstmal E-Mails. Es ist kaum Zeit vergangen, ich hatte auch kaum neue E-Mails, aber eine von einem von meinen Profs von 1:40 Uhr in der Nacht, um uns zu sagen, dass er heute um 9 Uhr eine Vorlesung hält, wo wir gerne dazukommen können. Und ich dachte mir so, Bro, schläfst du? Also manchmal will man seinen Profs echt so schreiben, hey, ist okay, wenn sie irgendwas nicht schaffen. Sie müssen nicht bis um 1:40 Uhr wach bleiben. Man fühlt sich dann irgendwie voll schlecht, wenn man das so sieht, dass sie bis um 1:40 Uhr gearbeitet haben. Aber ja, that's that. Und dann dachte ich mir so, wir fangen jetzt mal an mit diesem Kurswahldrama, damit es jetzt endlich mal beendet ist. Und wisst ihr noch, dass ich sagte, ich habe bis Sonntag Zeit? Denn ich muss bis Sonntag meine Kurswahl für das nächste Jahr in Cambridge abgeben. Ja, also ich habe mir jetzt mal dieses Dokument hier angeschaut. Ich habe damit auch schon angefangen gehabt. Und ja, übrigens, mein erster Name ist tatsächlich Maria und Elena ist noch mein Zweitname, aber niemand, inklusive meiner Mom, nennt mich Maria, also bitte fangt mich damit an. Und schaut mal hier. Nicht später als den 9. Juli soll ich es abgeben und heute ist, oh lala, der 9. Juli. Also das mit, ich habe bis Sonntag Zeit, das war wohl nichts, ne? Also das muss auf jeden Fall heute getan werden. Gut, dass ich das jetzt nochmal angeschaut habe und mir nicht gedacht habe, ach, das machen wir am Sonntag. Ja, ich schiebe jetzt gerade ein bisschen leichte Panik über meine Kurswahl, weil ich so unentschieden bin, aber das wird noch. 20 minutes later. So, Kinder der Sonne, neuer Hairstyle für den Tag und neue Kurse fürs nächste Jahr. Ich glaube, ich habe gewählt. Ich muss noch einen Kurs von der Liste streichen, aber ich glaube, ich weiß, welchen ich rauskicke. Da ich jetzt unerwartet schon mit meiner Kurswahl fertig bin, obwohl ich dachte, dass es 100 Jahre dauern wird, dachte ich mir, ich nutze die halbe Stunde, die ich jetzt noch habe, bevor ich zum Arzt muss, mal super produktiv und chill mich einfach auf mein Bett und lese ein bisschen weiter in meinem Buch. Ich bin immer noch bei der Throne of Glass Serie. Das ist, glaube ich, Buch 6, wenn man die Vorgeschichte mit einzählt. Ansonsten Buch 5. Ich habe noch 2 Bücher übrig. Ich habe natürlich schon mal die ganze Serie bestellt. Die kam auch mit so einer richtig coolen Box. Ich finde die übel schön. So sieht das Ganze dann aus. Und ich weiß noch nicht so richtig, wo ich diese Box dann am Ende hinmache, weil momentan steht sie einfach nur hier auf dem Boden, zusammen mit lauter von meinen anderen Büchern, für die ich auch keinen Platz mehr unter meinem Bett finden konnte. Aber ja, das ist die Box. Die 2 Bücher muss ich noch lesen, aber jetzt muss ich erstmal noch das Buch hier fertig lesen. Die gesamte Serie ist echt mega gut. Es geht um eine Auftragsmörderin, die in einer Welt lebt, in der Magie eigentlich verschwunden ist, aber irgendwie scheinen die Wege von Magie und ihr sich immer wieder zu kreuzen und es ist einfach eine sehr, sehr spannende Serie durch und durch. Und ich gehe jetzt gleich zum Arzt und hier ist noch ein kurzes Outfit of the Day. Das sind neue Jeans, by the way. Ich habe mich so gefreut, dass ich endlich mal Jeans in meiner Größe gefunden hatte. Ich hatte einen kleinen Online-Shopping-Fail, wo die einfach riesig waren, obwohl sie eigentlich Größe S sein sollten. Naja, aber die passen, die sind von Hollister, falls es irgendwie interessiert. Nein, das ist nicht gesponsert. Und diese Jacke und das Shirt, die sind so fluffig im Material. Das fühlt sich einfach so weich an. Ist zwar nicht so ganz mein Style mit diesem Schmetterling, aber ich weiß, ich werde es trotzdem einfach mega viel anziehen, einfach weil das Material so weich ist. Und ja, jetzt geht's zum Arzt. Und übrigens, nein, mir geht's nicht schlecht oder so, ich bin noch nicht krank. Also ich bin schon krank, aber
Das ist eine Krankheit, die ich sowieso für mein ganzes Leben lang haben werde. Ich habe eine Autoimmunkrankheit und ich muss mir einfach nur mein Rezept für meine Medikamente abholen, weil ich die halt jede Woche nehmen muss. Und genau, deswegen muss ich nur kurz zum Arzt gehen, aber es ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Das ist was ich sowieso schon eine lange Zeit habe. 1 hour later. Und ich bin wieder da und beim Arzt lief alles gut. Ich habe mein Rezept bekommen und ich habe es auch schon eingelöst und die Medikamente sind bestellt. Und der Plan jetzt ist, ich habe mir mal meine To-Do-Liste angeschaut. Ich benutze im Moment dieses Template. Bei mir ändert sich das aber sehr oft. Also ich verwende auch sehr viel dieses Büchlein, um meine To-Do-Listen zu schreiben. Aber irgendwie hatte ich zurzeit Lust auf irgendwas Farbigeres und dann habe ich halt das hier gemacht. Ich habe jetzt auch eigentlich mal einen Google Drive-Ordner erstellt, wo ich alle Templates, die ich mal kreiert habe für so To-Do-Listen und so, einfach reingemacht habe. Wenn ihr Lust habt, euch da irgendwas runterzuladen, der Link ist in der Infobox. Das ist natürlich alles gratis. Ich meine, ich saß da vielleicht 2 Minuten am Computer kurz dran, habe das gebastelt. Das ist bestimmt auch nicht perfekt. Also da gibt es bestimmt schönere Sachen. Aber falls jemand irgendwelche von meinen Templates haben will, da könnt ihr sie alle runterladen. Und ja, also da ist natürlich einiges in Rot drauf. Also das sind Sachen, die ich relativ schnell erledigen sollte. Und was ich jetzt mal machen werde, ist, ich werde mich noch für eine Klausur anmelden. Das ist keine Klausur von meinen Kursen, sondern das ist so eine Extra-Klausur, die man machen kann, um so ein Sprachenzertifikat zu kriegen. Und ich möchte die schreiben, deswegen melde ich mich da noch kurz an. Und dann fange ich an mit meiner Klausurenvorbereitung für Dienstag. Also ich habe mich natürlich schon auf die Klausur vorbereitet und natürlich auch schon angefangen zu lernen. Es wäre ein bisschen spät, wenn ich jetzt damit anfangen würde. Ich meine, es ist Freitag und die Klausur ist am Dienstag. Aber es ist eine Open-Book-Klausur und die geht über 2 Stunden. Das heißt, ich muss halt gucken, dass ich meine ganzen Notizen irgendwie so organisiert habe, dass ich da alles schnell finden kann. Und ich persönlich finde es einfacher, Sachen zu finden, wenn ich alles ausgedruckt habe, wie wenn ich es nur digital habe. Obwohl man ja am Computer eine Suchfunktion hat. Aber irgendwie fällt mir das mit Papier einfach leichter. Deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich alle meine Notizen gut organisiere, dass ich auch alles gelesen habe, was auf der Leseliste stand. Falls nicht, dass ich halt noch hinzufüge und genau, dann halt ausdrucke und gucke, dass das alles gut organisiert ist für die Klausur am Dienstag. Und ja, das ist jetzt erstmal so der Plan für den Rest von morgen. Und das erste ist schon mal geschafft. Ich bin für meine Klausur angemeldet. Das war auch ganz easy. Es war nur so ein Online-Formular. Und dann habe ich mir meine Notizen von den Vorlesungen und meine Lesenotizen ausgedruckt von meinem Menschenrechtskurs und bin dann da nochmal drüber gegangen. Ich habe mir einfach einen Textmarker genommen und einen Kuli und habe mir halt noch Sachen dazu geschrieben, Wichtiges nochmal markiert. Und so sah dann mein Schreibtisch nachher aus. Und das System, was ich mir ausgedacht habe für die Klausur ist, ich habe mir diese Mappe hier genommen und habe dann einfach an die verschiedenen Fächer die verschiedenen Themen vom Kurs geschrieben. Und jedes Thema kriegt halt einfach in dieser Mappe. Und da mache ich dann alle die Notizen und so weiter rein. Und ja, dann hatte ich auch schon ein bisschen Hunger, habe mir dann einfach mal mein Handy geschnappt. Ich höre mal nebenbei auch Musik. By the way, ihr könnt euch meine Playlist auf Apple Music anhören. Die sind auch in der Infobox verlinkt. Es ist hauptsächlich Deutschrap, aber ja, falls euch das gefällt, meine Playlists sind da. Und dann bin ich hochgegangen in die Küche und habe mir erstmal was zum Mittagessen gemacht. Ich habe mir solche Nudeln aus so einer Fertigpackung gemacht. Die waren aber ehrlich gesagt ziemlich lecker. Und habe natürlich dann nebenbei noch ein bisschen weitergelesen, weil das Buch einfach sehr, sehr spannend ist. Und dann war es auch schon Zeit für meine Live Study with Me Session. Es war eine 3-Stunden-Session. Ich habe nochmal geguckt, dass ich alles Wichtige auf meinem Schreibtisch habe. Ganz besonders immer Wasser da haben, denn es ist wichtig, dass man auch genug trinkt. Und ich hatte auch schon den Stream fertig gemacht. Also ich muss dann nur noch auf Go Live klicken auf meinem Handy und dann geht's auch schon los. 3 hours later. Und die Live Study with Me Session ist vorbei. Es war ehrlich gesagt irgendwie richtig traurig für mich, weil es war meine letzte Live Study with Me Session. Ich hatte das ja schon Anfang der Woche auf meinem Instagram angekündigt. Nicht, dass es irgendwie interessiert, aber falls ihr euch die lange Caption geben wollt, sie ist noch da. Aber ja, es war irgendwie schon so einfach das Ende von so einem sehr langen Projekt. Und ich muss sagen, die Live Study with Me Sessions haben mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass das so ein Pandemieprojekt wird. Und es ist sehr, sehr schön, hat mir auch viel geholfen, aber es ist natürlich auch was einen sehr einschränkt, weil man halt zeitlich sehr gebunden ist, dadurch, dass man halt im Voraus immer sagt, dann und dann werde ich live sein. Und ich freue mich jetzt auch drauf, einfach so ein bisschen wieder so einen flexibleren Schedule zu haben. Aber ich muss sagen, die Live Study with Me Sessions haben mir sehr, sehr viel gegeben und es ist jetzt schon irgendwie schade, so zu wissen, okay, ich werde jetzt sonntags nicht mehr meinen Live Study with Me Schedule machen und meinen Kalender danach ausrichten und so, weil es halt einfach was ist, wonach ich jetzt fast ein Jahr lang so mein Leben geplant habe. Und es ist halt schon krass, wenn das halt jetzt so wegfällt. Aber ich meine,
Die Klausurenphase kommt jetzt, da hätte ich eh keine Streams mehr gemacht und ich gehe mal davon aus, dass ich im nächsten akademischen Jahr vermutlich wieder etwas mehr Präsenzunterricht haben werde. Und daher habe ich jetzt mal gesagt, das ist jetzt mal das Ende der Live-Study-Sessions. Aber es ist halt schon traurig, wenn man so auf einmal Tschüss sagen muss. Aber ja, dafür hatte ich auch eine sehr, sehr schöne Zeit mit den Live-Study-Sessions. Danke an jeden, der mal dabei war. Ihr wisst gar nicht, wie sehr das hilft, wenn man weiß, dass da andere Leute sind, die mit einem zusammen lernen. Also mir hat es zumindest mega geholfen und ich bin da echt dankbar für. Und ich habe natürlich auch noch was gearbeitet in dieser letzten Live-Study-Session. So sieht der Ordner für meine Klausur jetzt mittlerweile aus. Die hier habe ich leer gelassen, weil die einfach zu den Themen hier drüber gehören. Und dann dachte ich mir, dafür verschwende ich jetzt keine Post-its. Und ich muss jetzt nur noch 10 und 9 fertig machen. Also diese beiden Vorlesungen, da sind noch nicht alle Dokumente ready, aber für alles andere sind wir ready für die Klausur. Also das sieht schon mal ziemlich gut aus. Werde ich jetzt die beiden Vorlesungen noch jetzt fertig bearbeiten? Eher nicht. Es ist immerhin Freitagnachmittag, es ist jetzt kurz nach 4 und ich habe mir hier schon mal so eine kleine Leseecke zurecht gemacht. Ich chill manchmal einfach auf meinem Boden, allerdings ist es immer schön mit meiner Heizdecke. Ja, ich weiß, es ist Sommer, aber Elena und ihre Heizdecke sind ein Herz und eine Seele. Also, es ist einfach immer mit meiner Heizdecke. Ich habe mir hier einfach so ein paar Kissen hingemacht und hier ist halt das Kabel für die Heizdecke. Falls jemand interessiert ist an der Heizdecke, ich finde die echt super. Die geht auch automatisch aus nach einer gewissen Zeit. Ich verlinke die mal unten in der Infobox. Ich bin nicht gesponsert oder so. Ich finde die einfach mega gut und die ist halt super kuschelig. Und genau, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen hier in dem Buch weiterlesen. Momentan bin ich auf Seite 309. Also so viel habe ich noch zu lesen. Und ja, schauen wir mal, wie weit ich heute noch in dem Buch komme. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen und ich muss sagen, die gesamte Serie ist einfach super spannend. Ich habe mich bei keinem von den Büchern bis jetzt gelangweilt. Ich hoffe, dass es auch so bleibt bei den letzten beiden. Aber bis jetzt muss ich sagen, mir gefällt die Serie echt mega gut. In meinem Buch bin ich bis zu Part 2 gekommen und dann dachte ich mir so, das ist ein gutes Zeichen, um Pause zu machen mit dem Lesen. Und jetzt arbeite ich ein bisschen an solchen Karten, die ich gerade erstelle für unser Familienspiel, was wir immer spielen. Und zwar ist es so ein Fragespiel, das heißt Trivial Pursuit. Und eigentlich ist es ein Brettspiel, man kann sich eben noch Kartensets dazu kaufen und es ist so ein Fragespiel. Also zum Beispiel, wir haben Fragen zu The Big Bang Theory dazu gekauft und auch zu Harry Potter. Und die Originalversion ist von 1992 und fragt halt so, ja, Allgemeinwissen quasi ab. Und da die Edition schon ziemlich alt ist, habe ich eigentlich keine Ahnung von den Fragen. Deswegen haben wir halt noch welche dazu gekauft. Es hat mir aber nicht wirklich geholfen mit meiner Erfolgsquote in diesem Spiel, weswegen ich jetzt meine eigenen Fragen erstelle, damit ich es endlich mal gewinnen kann. Weil, you know, just change the rules until you win. Und ja, da bin ich jetzt immer noch dran. Und zwar ist die Kategorie, in der ich denke, dass ich gewinnen kann, Deutschrap. Und zwar gibt es 2 Gründe, warum ich glaube, ich kann da gewinnen. Erstens, ich höre sehr viel Deutschrap und weiß daher natürlich auch einige von den Fragen. Und zweitens, ich glaube, meine Familie hat keine Ahnung von Deutschrap. Also glaube ich, kann ich sie in der Kategorie halt richtig abziehen. Oder zumindest ist das der Plan. Also mal gucken. By the way, wenn ihr euch meine Playlists geben wollt, die sind in der Infobox verlinkt. Es ist hauptsächlich Deutschrap. Aber ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier solche Kategoriekarten gemacht. Also das sind quasi die Karten, wo man sieht, welche Kategorie man dann quasi gefragt wird zu. Weil es gibt halt die Oberkategorie Deutschrap und dann gibt es da immer so Unterkategorien. Man kann sich die Farbe dafür entweder erwürfeln oder wir haben eben auch die Brettspielversion. Da kommt man dann eben dadurch, auf welchem Feld man landet, zu der Farbe. Und da habe ich eben mit Songlyrics, Beef, Random, Awards, Musikvideos und Wer bin ich gemacht. Musikvideos war echt eine schlechte Kategorie. Mir fällt da jetzt schon nichts mehr ein, was ich fragen kann, aber naja, wird schon noch, ne? Und das sind hier schon mal meine ersten Fragekarten. Es sind ja nicht so viele und ich finde, es sieht auch nach voll wenig aus, aber es ist echt viel Arbeit, sich so viele Fragen dazu auszudenken. Und es ist immer so, dass man dann halt auf der Rückseite die Antworten findet. Und genau, jetzt schneide ich hier noch ein Kartenset mehr aus. Also ich habe immer die Fragen- und Antwortenkarten auf einer Seite gemacht. Ich habe das hier einfach auf meinem Laptop erstellt. Und wann immer ich halt eine Seite fertig habe, drucke ich das aus und dann klebe ich das einfach zusammen. Und ja, hoffentlich gewinne ich dann auch endlich mal beim Familienspieleabend. Ich finde, dadurch, dass ich jetzt hier meine eigene Fragenkategorie erstellt habe, hätte ich es jetzt schon mal verdient. 5 minutes later. Und die Karten sind jetzt geklebt, die müssen noch ein bisschen trocknen, aber es geht eigentlich schon ganz gut. Und damit ist mein Fragekartenstapel auch um 3 weitere Karten gewachsen. Er ist immer noch ziemlich klein. Also ich habe jetzt insgesamt 9 Fragekarten. Das klingt jetzt noch richtig wenig, aber ich meine, auf jeder Karte sind 6 Fragen. Also habe ich immerhin schon mal 54 Fragen produziert.
Und ich muss ehrlich sagen, es wird langsam schwer, mir noch mehr auszudenken, aber ich brauche mehr Karten als 9, um beim Familienspieleabend mit dieser Kategorie zu gewinnen. Also falls ihr noch gute Frageideen habt, schreibt mir gerne, ich wäre euch sehr dankbar. Aber ja, daran werde ich noch die nächsten Wochen arbeiten und dann gewinne ich hoffentlich auch mal beim Familienspieleabend. Und der Plan jetzt ist, wir holen gleich McDonald's und das wird das Abendessen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe zusammen mit meiner Familie Abend gegessen und danach noch ein bisschen gelesen und dann war es auch mal Zeit, mich fürs Bett fertig zu machen. Und es ist jetzt einige Zeit später, meine Haare sind schon gewaschen und ich werde jetzt noch ein bisschen in meinem Buch lesen und dann gehe ich auch ins Bett. Und ja, dann ist morgen Wochenende und noch ein bisschen Zeit für Klausurenvorbereitung. Und ja, ich dachte, jetzt ist vermutlich auch ein guter Zeitpunkt, um den Vlog zu beenden. Ich hoffe, ihr fandet es cool, noch mal einen Vlog auf Deutsch zu haben. Ich werde gucken, dass ich noch ein paar Endvlogs zu meinem Austauschjahr mache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir einfach sehr, sehr schwer gefallen, in diesem akademischen Jahr zu vloggen, weil ich halt einfach die ganze Zeit zu Hause bin. Und ich muss ehrlich sagen, also dieses ständig nur zu Hause sein, nur Online-Unterricht haben, hat halt auch bei mir so ein bisschen so ein Motivationstief verursacht. Und es ist mir daher einfach auch schwer gefallen, mich manchmal aufzuraffen und zu sagen, so komm, wir filmen jetzt einen Vlog. Einerseits finde ich es schade, weil ich habe dadurch natürlich auch nicht so viele Erinnerungsvideos von meinem Austauschjahr. Andererseits war ich halt auch einfach nur die ganze Zeit zu Hause und es ist halt so, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar dafür, dass wir sehr guten Online-Unterricht bekommen haben an meiner Austauschuni. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Aber ja, es sind halt leider nicht so viele Vlogs geworden, aber es kommen noch ein paar, das verspreche ich euch. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!